Heute kein Video der herkömmlichen Art, sondern nur mich im Bild mit Gedanken zu unserem Aufenthalt hier, zur Situation auf Madagaskar und den vorgelagerten Inseln wie Nosy Be oder Sakatja, wo wir uns jetzt befinden, denn es beschäftigt mich schon sehr. Während ich hier sitze und schön gefrühstückt habe, sind hier hinter mir überm Berg, keine 1000 Meter weg, denke ich mal 80, 100 Menschen beschäftigt. Die klopfen Steine von morgens bis in die Nacht, transportieren sie für ein Hotelprojekt. Vom Kleinkind bis zum Greis, von der Mutter, die das Baby hinter sich auf den Rücken geschnallt hat und den aufgeschnittenen großen 20-Liter-Kanister mit Steinen gefüllt auf den Kopf von einem Platz zum anderen trägt, ausleert, wieder zurückgeht und wieder neu holt. Die Ungleichheit, auch die Kinderarbeit, die Situation insgesamt soll heute Thema des Videos sein. Let me tell you a story. Madagaskar zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Ungefähr 40% der kleinen Kinder sind entwicklungsverzögert durch chronische Mangelernährung. Viele gehen nicht zur Schule. Wenn sie zur Schule gehen, brechen sie ab, weil die Arbeitskraft benötigt wird. Es gibt viel Kinderarbeit. Der Zugang zu Bildung ist sehr schwierig. Die Alphabetisierungsquote liegt bei Mitte 70% der Erwachsenen. Bei den Kindern konnte ich es nicht genau herausfinden. Aber es fällt auf, dass eben hier 6 Tage die Woche gearbeitet wird, wirklich unter den härtesten Bedingungen. Ich habe auch viele Filmschnipsel, die ich dann noch zu Videos zusammenfassen werde, so dass das etwas thematisch geordnet ist. Was mir auffällt, ist, dass es weniger die internationalen Investoren sind oder, sag ich mal, die Kolonialisten, die hier das Zepter in der Hand haben. Für meinen Eindruck, und das bestätigen auch Untersuchungen der Weltbank zum Beispiel, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert auch, ob diese Eindrücke täuschen oder richtig sind. Für viele hier ist diese Armutsfalle strukturell bedingt. Der Jackie hatte mal gesagt, du wirst in die Armut geboren und du stirbst in der Armut und es gibt kein Entkommen, keine Chance. Es gibt hier eine kleine Mittelschicht, Oberschicht, die im Grunde genommen, nehmen wir mal zum Beispiel einen Hotelbesitzer. Der Hotelbesitzer, der zahlt seinem Angestellten, seiner Putzfrau 20 Euro im Monat, dem Wachmann 30 Euro im Monat. Am meisten bekommt der Gärtner zwischen 60 und 70 Euro. Das ist zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Aber es sorgt natürlich dafür, dass auch keine Kaufkraft entsteht und dass die gefangen sind in der Situation. Sie kommen da nie raus. Sie können nicht irgendeinen Puffer anlegen, um zu sagen, so, und jetzt gehe ich auf eine Schule oder ich lerne was, ich mache eine Ausbildung, die es sowieso kaum gibt. Die Arbeitslosenquote liegt bei offiziell 3%, wobei 90% der Leute im sogenannten informellen oder selbstständigen Gewerbe arbeiten. Das sind die Tagelöhner, das sind die Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten für ein Appel und ein Ei, wie man so schön sagt. Und ich finde es extrem zu sehen, dass die Ausbeutung hier innerhalb dieser Gesellschaft, innerhalb des Systems so krass ist, dass also niemand das Interesse zu haben scheint, für die eigenen Leute was zu tun, sonst würden sie denen einen fairen Lohn bezahlen. Wenn der Hotelbesitzer von einem Westler 140 Euro am Tag bekommt, dann hat er im Grunde genommen seine ganzen Angestellten schon für den ganzen Monat bezahlt. Zwischenrein eine Bitte, soweit ihr dieses Video noch anschaut, liked es, lasst ein Abo da und vor allem kommentiert.
Es wird niemand sehen, es wird nicht vorgeschlagen über den Algorithmus, wenn keine Kommunikation stattfindet. Hier geht es nicht um Geld zu verdienen, weil davon bin ich sowieso ewig weit weg. Also das wird niemals funktionieren. Aber ich glaube, dass es doch viele auch interessieren könnte. Aber du findest es in den Milliarden von Videos nicht. Also bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr etwas kommentiert, tut es. Ich antworte auch sehr gern. Mir macht es Spaß mit der Community, die sich da so ein bisschen bildet. Liked und lasst ein Abo da, so dass es vielleicht dann doch im Lauf der Zeit etwas wächst. Wenn wir uns die sogenannte Mittelschicht anschauen, dann sind es je nach Definition 10-15% der Bevölkerung und das sind vorwiegend Ärzte, ein paar Lehrer, vor allem die Beamten, Angestellte von internationalen Firmen, die eben halt im Grunde genommen auch im Großteil gar nicht produktiv arbeiten, also Mehrwert schaffen, sondern das ist die Bürokratie, die sich selbst unterhält. Und die Oberschicht, das sind unter 1%. Das sind diejenigen, die die großen Firmen haben, die paar, die es gibt, die den Handel kontrollieren und teilweise auch dann Ableger von internationalen Firmen. Und wenn wir uns dann die internationalen Firmen anschauen, dann sehen wir sind über Nosy Be, als wir vom Flughafen kamen, im Taxi gefahren und es war kilometerweise, waren das Plantagen mit Liang Liang. Und der Taxifahrer sagt, das ist alles Chanel. Das ist alles Produktion für Chanel. Nun habe ich jetzt keine internen Daten von Chanel, aber ich glaube nicht, dass die über den normalen Preis hinausgehen dessen, was eine Arbeitskraft hier wert ist. Und das Schlimme ist, dass sich der Wert der Arbeitskraft danach bemisst, was der Markt gerade noch toleriert. Nach dem Motto, geht es noch ein bisschen weniger. Wo sagt dann der normale Madegasse, das kann ich nicht machen? Und wo sagt er, das mache ich gerade noch? Liegt die Grenze bei 20 Euro? Liegt sie bei 15? Wir hatten auf unserer Schifffahrt einen kennengelernt, der sollte mit einem Schiffsingenieur, so nennt man das wohl, ein großes Segelschiff von einem deutschen Ausgewanderten betreuen und dem das Segeln beibringen, denn der hatte überhaupt keine Ahnung. Und der hat ihm so einen schlechten Lohn geboten. Also wir haben das nicht im Detail, dann habe ich das nachgefragt, aber er hat gesagt, ich habe zu dem Deutschen gesagt, ich habe eine Familie in Nosy Be, das war also Grande Terre, wo wir da waren, entlang der Küste von Madagaskar. Und für das, was du mir bietest, kann ich meine Familie nicht ernähren. Unabhängig davon, dass er ja dann bei dem Deutschen wäre, was weiß ich, wie viele Kilometer, wie viele Stunden oder Tage weg von seiner Familie, wo du dann auch siehst, dass dann diese Ausbeutung dahingehend so, was akzeptiert er noch an Minimum und wo sagt er dann nein, wo ist die Schmerzgrenze erreicht. Also das ist dann auch eine Spirale nach unten. Und wenn man sich betrachtet, dass Madagaskar ja an sich ein reiches Land ist mit Bodenschätzen, Edelsteinen, Kobalt, verschiedene Metalle, die hier natürlich durch den vulkanischen Ursprung abgebaut werden oder lagern, dann macht es das nicht besser. Also es ist im Grunde genommen ein reiches Land, das gefangen ist in Armut, durchs Ausland, aber hauptsächlich auch durch die eigene Schicht, die etwas hat und nichts abgeben möchte. Wobei das Abgeben ja immer dann eine Frage ist, wann habe ich genug? Ich weiß es nicht. Es bringt mich eben halt in einen Zwiespalt und ich denke, das geht vielen so, dass man sagt, naja, eigentlich sollte man das alles gar nicht unterstützen. Man sollte in die Hotels gar nicht gehen. Man sollte das Land vielleicht auch sogar meiden. Aber
wenn wir als Touristen nicht kommen und nicht unser Geld hier lassen, was ist denn dann? Dann gehen die was haben, gehen dann auch einen Bach runter. Und die unten sind, die haben dann nicht mal mehr das bisschen. Das ist schwierig und ich weiß da auch keine Lösung. Aber wir waren jetzt heute den Tag über, wir sind wieder über die Insel gelaufen, waren auf der anderen Seite, da habe ich auch ganz tolle Bilder gemacht. Und ich habe mich dann da hingesetzt, irgendwie, wir waren da 3-4 Stunden, haben was gegessen. Und dann siehst du halt die Menschen, nachdem die Touristen abgefahren sind, die kommen ja von Nosy Be aus, hier so zum Tagesausflug, gehen schnorcheln, weil es hier auch die Schildkröten gibt. Und dann fahren sie wieder zurück auf die größere Insel. Und du siehst dann die Familien am Strand sitzen, du siehst die Kinder spielen. Und das ist eine Freude, das ist eine Fröhlichkeit, eine Unbeschwertheit, wo du dann wieder denkst, weißt du, ich meine, die haben ja eigentlich alles, was sie brauchen. Dem geht es wahrscheinlich besser auch wie einem großen Teil der Menschen, die hier auf dem flachen Land, die nicht an der Küste wohnen, die in Grande Terre auch im Süden sind, wo es immer wieder Hungersnöte gibt. Aber wann werden die ihre Unbeschwertheit verlieren? Wann kommt die Realität dessen, was wir als Realität bezeichnen? Denn mittlerweile haben natürlich auch alle ihr Smartphone. Und wo wird es die Kinder dann hinführen? Irgendwann die Jungs als Tagelöhner sich am Bau zu verdingen, als Fischer. Die Mädchen vielleicht an Orten wie Ambatolaca, wo, und das muss man auch sehen, wo eine offene Prostitutionsszene ist. Also das ist schon krass, das zu sehen. Ich war vor vielen Jahren mal auf Jamaika. Da hatten die auch sehr viel Sextourismus unter umgekehrten Vorzeichen. Da waren es vorwiegend ältere Damen, meistens, sage ich jetzt mal, nicht so attraktiv, die dann halt sich die jungen Jamaikaner gemietet hatten für ihren Urlaub und die dann da am Strand rumgemacht haben. Und hier in Amba, da sitzen halt die dicken, weißen, abgehalfterten, teilweise auch wirklich ekligen Männer mit den jungen Frauen. Und wenn du dann dich mit dem einen oder anderen unterhältst, es sind vorwiegend hier Italiener, Franzosen, Deutsche, Österreicher, aber auch, glaube ich, eine polnische Community, die das dann immer verbrämen und sagen, ja, das ist hier alles Liebe und das ist die Kultur. Und nein, wir gehen nicht an den Strand, wir machen erstmal Liebe. Am liebsten auch ohne Kondom. AIDS gibt's nicht, das sei eine genetische Disposition und lauter so ein Scheiß, den du dann hörst. Das ist auch schwer auszuhalten. Und wenn die sagen, ja, das ist die Kultur und jeder mit jedem und das macht man halt so und die sind da freudig dabei, dann glaube ich das so nicht. Und auch wieder Einheimische, die sagen, dass das hier auf Nosy Be komplett entartet ist, dass das auch überhaupt nicht der Mentalität der Menschen entspricht. Grande Terre wäre das völlig unmöglich, wenn du da weiter weg bist. Aber hier ist es natürlich auch der Traum vieler Mädchen, die dann denken, naja, vielleicht heiratet mich einer, bringt mich hier weg. Aber im Endeffekt, der Tarif liegt dann bei 20 Euro pro Nacht. Und dann siehst du diese Männer und die Mädels. Also das ist dann schon schwer erträglich und es geht ja auch noch weiter. Es geht ja dann auch rein in Kindsmissbrauch. Wir waren da an einem der, ja, sage ich mal, teuersten Clubs, Strandclubs da in der ganzen Gegend und eigentlich alles zu spät mitbekommen, wo dann der ältere Herr aus der Toilette entschwindet und weg ist und irgendwie eine Minute später
kommt der weinende kleine Bub raus. Die Silvia und auch die Mathilda hatten das halt gesehen, waren komplett schockiert natürlich, haben es aber auch erst später erzählt, aber der Mann war da auch weg und da wird dann halt weggeschaut einfach. Und wenn ich sehe, dass an den Ausfallstraßen die Polizei lauert und jeden Tuk-Tuk-Fahrer teilweise zweimal rauszieht, vorgeblich die Papiere zu kontrollieren, aber im Endeffekt wollen sie nur einen Teil dessen, was sie vom Touristen bekommen, für ihre Transportleistung abgreifen. Also tiefsitzende Korruption, da hatten wir auch so ein Erlebnis. Ich habe es auch in Teilen gefilmt, ich werde es dann noch anderweitig verarbeiten. Ja, dann denkst du dir halt, das ist dann auch eine Kultur des Wegschauens hier, der Korruption. Das ist hier ein Hotspot, wo die anreisen und ich glaube auch nicht, dass es da um andere Dinge geht als um schnellen Sex, wobei ich mich frage bei manch einem, der dann da schon mittags halb angesoffen irgendwie in der Kneipe hängt überm Tresen und die ganzen Bedienungen begrapscht und überall, also auf eine wirklich widerliche Art und Weise. Man hat uns aber auch gesagt, bleibt da gar nicht an dem Ort, sondern geht weg und genießt es außenrum. Ja, ich bin halt so gestrickt, dass ich da dann halt trotzdem hinschaue, mir das auffällt und ich da dann auch nicht abschalten kann. Ich kann das nicht wegdrängen, ich kann das nicht übersehen. Ich denke mir, ich würde in vielen Bereichen einfacher durchs Leben gehen, wenn ich es einfach akzeptieren könnte. Und ja, ist mir wurscht, geht mich nichts an, betrifft mich ja nicht. Aber ja, das kann ich halt nicht. Und dann gibt es andererseits diese Schönheit der Natur, die auch im Detail natürlich nicht mehr so ist, wie sie war. Aber ich war auch schnorcheln, bevor die Touristen mit den Booten gekommen sind. Am einen Tag waren wir zu einer Zeit dort, als die Touristen kamen. Und wo du dann siehst, wie dann die Meeresschildkröten auch abhauen, weil natürlich dann der Lärm kommt, du bist da am Schnorcheln und plötzlich hörst du das Geschreie, das Gejohle, die Motoren. Und dann ziehen sich die Schildkröten dann auch zurück, die da halt grasen auf diesen großen Seegraswiesen. Wir waren dann jetzt heute, deshalb bin ich jetzt wieder an einer anderen Location, heute Vormittag direkt. Ich glaube, um 7 sind wir los, um 7:30 hatten wir dann schon das Stand-Up-Paddle besorgt und waren dann draußen. Das ist fantastisch, das ist wunderschön und die Ruhe, der Frieden, auch wenn du die Küste entlang gehst oder fährst, diese Strände, die Natur, soweit sie intakt ist also wirklich unglaublich. Und dann siehst du halt dann, wie das eingeschnitten wird mit diesen Bauprojekten, weil überall da gebaut wird und wie sie im Grunde genommen sich selber auffressen, so muss man das sagen, aus der Not heraus auch. Die Wälder abholzen, das Holz verheizen, das müssen ja kochen und auch fürs Bauen genutzt wird. Da ist also wenig, zunächst was wir sehen. Es ist ja alles immer nur ein ganz subjektiver Ausschnitt. Es ist das, was ich empfinde, was ich in Teilen auch zum Teil dann mir habe über Recherche bestätigen lassen. Aber das ist das, was ich empfinde. Das ist kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit oder die letztendliche Wahrheit. Aber so habe ich halt immer den Eindruck, sie fressen sich selber auf aus der Not heraus, weil es nicht anders geht. Und das ist halt sehr, sehr traurig. Wir haben jetzt auch natürlich halt viele Leute kennengelernt, auch Segler, die hier vor Ort sind über längere Zeit. Auch Menschen, die immer wieder mal hierher kommen im Lauf der Jahre und die auch jetzt so berichtet haben, dass es seit Corona eigentlich alles noch ärmlicher geworden ist, dass die Preise auch gedrückt wurden, dass in der Liang-Liang-Produktion zum Beispiel das, was dann da aus, ich glaube, es sind 40 Kilo Blüten, wird 1 Kilo Essenz gewonnen und das bringt jetzt nur noch 500 Ariari. Das ist gar nichts.
Und wenn du dann siehst, dass in einem Flakon von Chanel oder irgendeiner anderen beliebigen Kosmetik, Parfumfirma dann im Liang Liang vielleicht ein Tropfen drin ist und das Ding kostet dann 50 Euro oder 100, keine Ahnung, ich kaufe nie Parfums. Ja, dann siehst du halt, dass die ganze Wertschöpfungskette auch also nicht hier im Land verbleibt, auch mit den ganzen Rohstoffen. Es wird abgebaut, es wird verschifft, es wird keine Weiterverarbeitung hier vor Ort betrieben. Insofern geht alles ins Ausland. Rio Tinto, die hier im Bergbau drin hängen und wie auch immer. Wir haben jetzt noch, ich glaube, 12 Tage vor uns. Wir werden morgen den Ort wieder wechseln. Wir gehen wieder auf Nosy Be, ganz nach oben auf die andere Seite. Und ich bin nicht durch mit dem Land, also das bitte nicht falsch verstehen. Und es klingt vielleicht auch überwiegend negativ, weil es, wie ich es eingangs gesagt habe, Gedanken sind, die mich halt hier beschäftigen und die ich euch einfach mitteilen möchte. Wer den Kanal verfolgt, der weiß, dass ich hier ziemlich ungefiltert bin. Ja, ist nichts geskriptet oder ich mache mir mal vielleicht Notizen, aber auch das hier ist alles frei gesprochen. Und ich freue mich auch auf den nächsten Ort. Bin gespannt, wie es dort ist. Und insgesamt Fazit, was soll ich sagen? Ich bin hin und her gerissen. Ich kann es wirklich genießen, die Zeiten der Ruhe, auch die Freundlichkeit, auch jetzt gerade hier in dem Restaurant. Das gehört einem Einheimischen auch, der hier kleine Bungalows hat. Die kosten, ich habe da vorhin mal die Preise angeschaut, die kosten nicht mal die Hälfte dessen, was wir auf der anderen Seite bezahlen. Wir sind halt über Booking.com gegangen. Da findest du dann diese vielen kleinen auch nicht. Ich kann da als Tipp geben, nehmt die Karte, macht Google Maps, macht es auf, großziehen, weil die sind ja dann dort alle dann trotzdem gelistet, auch wenn sie ganz klein sind. Gebt den Namen dann bei Google ein oder bei eurer Suchmaschine des Vertrauens und geht direkt auf diese kleinen Hotels, auf die Bungalow-Anlagen. Das ist oftmals viel, viel billiger. Und die findest du aber über Booking nicht. Und insofern würden wir es, wenn wir es nochmal machen, auch sicher anders angehen und nicht mehr über die großen Portale oder das große Portal hier das alles so vorbuchen, dass du dann auch gefangen bist und nicht rauskommst, weil es zählt natürlich da dann auch Vorkasse. Also gehabt euch wohl, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.